Heute zu Fuß auf dem Weg zu den Maya-Tempeln, vorbei an ganz vielen Souvenirläden, die hier schon waren. Und jetzt ist es nicht mehr weit. Nur noch ein Ticket kaufen und dann geht's los. So, nachdem wir uns jeweils 2 Tickets kaufen mussten, sind wir jetzt auf dem Pfad zu den Mayas. So sieht's hier aus. Und da hinten müssen wir hin. Um einen Sonnenbrand zu verhindern, musste ich mich quasi für die Kopfbedeckung hier entscheiden. Mit diesem kleinen Bein. Vor ungefähr 1000 Jahren erbaut. Erinnert mich schon ein bisschen an Temple Run, muss ich sagen. Die Wege um das ganze Gelände hier sehen auf jeden Fall sehr nice aus. Der Haupttempel. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt den Haupttempel, der direkt am Karibischen Meer grenzt. Der Blick vom Tempel ist schon ziemlich krass. Echt wie im Dschungel hier. Jetzt noch an den nicht weit von den Maya-Städten entfernten Strand. Bin schon gespannt, wie der aussieht. Leider ziemlich viel Seegras hier am Strand. Auf dem Weg jetzt zum Bus, nachdem wir die Maya-Tempel besichtigt haben. Endlich im Hotel angekommen. Es wird auf jeden Fall erstmal Zeit, meine Füße zu waschen. Wir waren jetzt im Hotel, haben uns kurz ausgeruht, frisch gemacht und jetzt suchen wir noch was zu essen. Am besten ein paar Tacos. Die Sonne ist auch schon untergegangen. Wir haben jetzt erstmal unsere Tacos bekommen. Da kommt noch schön Guacamole drauf. Die Tacos waren auf jeden Fall ganz lecker. Würde ich so eine 7 von 10 geben. Und jetzt essen wir noch Burritos. Hier sind jetzt unsere Burritos auf den Deluxe-Tellern. Der Verkäufer hat es einmal vorgemacht, es geht auf jeden Fall. Mal gucken, wie sich Max schlägt. Wir sind jetzt angekommen in der Gran Cenote. Das Wasser ist ultra klar. Gleich werden wir auch schnorcheln. Von hier oben sieht es auf jeden Fall schon mal ganz schön aus. Alle hier am Schnorcheln. Das Wasser kommt schon sehr, sehr gefährlich. Auf geht's runter in die Cenote. Schildkröten habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen. Hier eine Schildkröte.
Schildkröten. Hier leihen wir uns jetzt noch Schwimmbrille und Schnorchel aus. Und dann geht's rein ins Wasser. Es sieht auf jeden Fall wunderschön aus hier. Wir holen uns jetzt noch Schwimmbrille und Schnorchel. Und dann geht's ab ins Wasser. Schwimmweste habe ich schon. Top. Geht's ins Wasser. So, ich bin jetzt drin. Mal gucken, was ich hier so alles zeigen kann. Ich würde auch gerne unter Wasser filmen. Aber ich weiß nicht, ob dann mein Handy kaputt geht. Eigentlich sollte es halten. Aber kein Bock, das Risiko einzugehen. Leider ist es Pflicht, eine Schwimmweste zu tragen. Der einzige Vorteil ist, dass man sich ein bisschen so im Wasser treiben lassen kann. Das Wasser reflektiert auf jeden Fall mega. Ich glaube, man sieht es auch im Video. Hier sonnen sich die Schildkröten. Wir ziehen uns jetzt wieder an und machen uns fertig und dann geht's zurück in die Stadt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Zenote hier zu besuchen. Mal gucken, ob wir noch welche besuchen. Es war auf jeden Fall sehr schön und sehr interessant. Diese Dinger transportieren uns immer von A nach B. So leben die Leute in Mexiko hier. Der Sonnenuntergang sieht auch sehr nice aus. Ja, korrekt, danke. Wenn ihr in Mexiko seid, bestellt euch auf jeden Fall Gringas und keine Tacos und keine Burritos. Also Tacos und Burritos auch, aber Gringas sind der Gamechanger.